Hallo und herzlich willkommen bei Helmis Farbexplosionen. Heute zeige ich euch, wie man mit dieser Strickliesel so schöne Schnüre stricken kann. Aus diesen Schnüren kannst du dann spiralförmig Untersetzer zusammennähen oder du kannst Gesichter draus machen. Da könnte man jetzt zum Beispiel ein Schweinchengesicht draus machen, indem man noch Augen drauf stickt oder sowas. Also da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Als Kind habe ich mit der Strickliesel angefangen zu stricken. So fing alles überhaupt erst an mit meiner Strick- und Häkelleidenschaft. Meine Mutter hat es mir gezeigt, als ich 6 Jahre alt war. Meine alte Strickliesel habe ich jetzt leider nicht mehr. Diese habe ich mir in einem Bastelladen gekauft, der hier bei uns in der Nähe ist. Gut sortierte Wollgeschäfte oder Bastelläden führen sowas. Meistens ist da auch noch so eine Plastiknadel dabei, damit es für Kinder nicht so gefährlich ist. Ich habe hier eine Nadel vom Nadelspiel, Sockennadelspiel genommen und damit komme ich einfach besser klar. Die Plastiknadel, die war jetzt für mich jetzt nichts. Ich steche mir damit aber auch nicht ins Auge. So, wenn man diese Spiralen noch größer macht, kann man die toll als Tischsets verwenden. Also es gibt ganz tolle Ideen, die man umsetzen kann. Man kann mit diesen Strickkordeln auch Applikationen machen. Das könnte man jetzt zum Beispiel als Fantasiegebilde irgendwo auf eine Tasche drauf nähen oder es gibt tausende von Möglichkeiten, wie man damit etwas verschönern kann, aufpimpen kann. So, genug der Rede. Du brauchst zum Arbeiten diese Strickliesel, eine Nadel von einem Nadelspiel oder die dazugehörige Nadel, eine Schere, eine dicke, fette Nadel und Wolle zum Stricken. Ich habe da eine selbstgefärbte Wolle genommen, die hatte ich jetzt gerade so zur Hand. Du fängst an, indem du ich habe es jetzt hier schon gemacht, den Faden durch die Nadel gezogen, führst die Nadel oben am Kopfloch ein und lässt sie einfach durchrutschen. Ziehst den Faden durch, nimmst die Nadel raus, legst sie zur Seite, die brauchen wir nachher nochmal. So, lässt du ungefähr so 15 oder 10 cm unten rausschauen. Dann hat man noch ein bisschen Faden zum Vernähen des Anfangs nachher. Dann nimmst du die nehmen wir gleich erst. So, und jetzt wird der Anfang gemacht. So schaut es von oben aus. Du führst den Faden mit der linken Hand einmal um den Haken rum. Das ist gar nicht so einfach. Man muss unten auf den Faden ein bisschen Spannung bringen, der unten rausschaut. Ich ziehe den so ein bisschen mit der Hand, damit es oben nicht aus den Ösen flutscht. Jetzt gehst du an den nächsten Haken und legst den Faden wieder einmal so rum, drehst die Liesel ein bisschen und gehst wieder von oben nach unten um den Haken rum. Es wird jeweils immer so eine Schlaufe um den Haken gelegt. Immer in der gleichen Richtung, von oben nach unten, einmal drum herum. Unten schön Spannung auf den Faden. Hier, den habe ich immer so mit meinem kleinen Finger ein bisschen stramm gezogen. Das ist ein bisschen tricky. Dann wickele ich mir den Faden wie zum Stricken um den Finger, halte ihn hier so ein bisschen fest und lege den jetzt vor den Haken davor, steche mit der Nadel in den unteren Faden und ziehe den einmal über den Haken. Hier unten kannst du dann immer so ein bisschen ziehen. Und der nächste ist am Anfang ein bisschen schwierig, das zu ziehen, und hebst den Faden, ja, sieht man es, über die Schlaufe, über den Haken drüber. Ich gehe mal ein bisschen näher ran.
Diese Schlaufe wird immer über den laufenden Faden, über den Haken drüber gezogen. So. Oben ein bisschen mit dem Finger drauf, dass der Faden nicht rausrutscht. Und weiter drehen. Und die nächste. Erste Runde immer ein bisschen schwierig. Und weiter geht's. Hier unten schon mal wieder ein bisschen ziehen. Da, dann kriegt man ein bisschen Spannung drauf. Aber auch nicht zu fest, sonst wird es zu stramm. Und man kriegt den Faden nicht mehr drüber. So geht es immer weiter. Und das kann man jetzt unendlich bis kilometerweit fortsetzen so. Die echte Arbeit ist dann nachher, wenn man eine Spirale zusammennäht, das ist die richtige eigentliche Arbeit, die nicht so einen Spaß macht. Ja, und so geht es jetzt immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Man kann auch einen Farbwechsel reinbringen. Neues Garn steckt man einfach hier oben rein. Da so. Irgendwie. Und dann strickt man einfach mit dem neuen Garn weiter, mit der neuen Farbe. Das ist gar nicht so schwer. Ich zeige es mal noch ein bisschen. Jetzt habe ich unten wieder gezogen. Dann sieht es oben wieder schön aus. Und jetzt bildet sich da drin so ein kleines Würstchen. Das kommt dann irgendwann unten raus. Jetzt geht es auch schon schneller. Erste Runde ist rum. Ist wie beim Handstricken auch. Da ist immer die erste Runde oder die erste Reihe ist immer irgendwie doof. So, da bin ich wieder. Jetzt sieht man schon, dass unten die Wurst rauskommt, die Stricklieselwurst. Und es ist ein schönes Maschenbild. Sieht wirklich aus wie gestrickt. Und ja, sieht einfach toll aus. Und das kann man jetzt noch viel, viel weiter machen. Ich zeige euch jetzt noch, wie man das Ganze abkettet. Ich nehme die Schere zur Hand. Schneide hier so ein Stück ab, so dass ich noch genug zum Vernähen habe, so 15 cm etwa. Nehme jetzt wieder diese dicke Nadel zur Hand oder geht auch eine etwas dünnere. Muss jetzt keine so dicke Stopfnadel sein. Ziehe den Faden durch und gehe jetzt hier in die nächste folgende Masche rein. Fummel mir die so ein bisschen vor, weil das ist jetzt ein bisschen stramm. Gehe von unten rein, ziehe die Nadel durch. So, halt, da hat sich der Faden etwas gespalten. Bisschen reparieren. So, das mache ich mit der nächsten Schlaufe auch. Ziehe die so ein bisschen hoch, gehe mit der Nadel durch und ziehe die Nadel durch die Schlaufe. Dritte Schlaufe noch. Das kannst du auch mit einer Häkelnadel machen, wenn dir das lieber ist, aber das hier ist ganz gut. Vor allem hat man dann die Nadel zum Vernähen direkt dabei drin. So, und jetzt ist der Faden durch alle 4 Schlaufen durchgeführt. Jetzt kann man das vorsichtig abheben und da passiert auch nichts. Und die Wurst durchziehen, entweder so rum oder andersrum nach unten. Jetzt ist das hier oben, so sieht es aus, wie es von den Nadeln kommt. Jetzt zieht man einfach den Faden stramm
und hat die Wurst schon fertig. Ist jetzt eine kleine Mini-Wurst, damit kann man nicht so viel anfangen, aber zum Zeigen reicht es jetzt. Da kannst du einfach jetzt den Faden vernähen. Ich mache das immer so, zweimal durch. Jetzt ist mir der Faden rausgerutscht. Sekunde. Nochmal durch. So, genau. Und dann gehe ich in die Schlaufe so rein und führe den Faden von innen nochmal durch bis zu einem gewissen Punkt. Ziehe den Faden durch. Mache das hier nochmal ein bisschen stramm und mache noch einmal so eine Sicherung in die nächste Masche und nochmal so ein Stück rein. So, Faden durch, Nadel raus, stramm ziehen, Faden hier abschneiden. Dann ist es aber auch wirklich gut gesichert. Jetzt kann man das Ganze nochmal ein bisschen stramm ziehen und fertig ist die Wurst. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und es hat euch wieder Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Wissen, was ich mal erlernt habe in Kindertagen, so weiterzugeben an euch und hoffe, ihr könnt es auch anwenden. Über Kommentare würde ich mich sehr freuen, auch wenn ihr meinen Kanal weiterempfehlt und auch liked und abonniert. Ihr könnt mir auch auf Facebook folgen, auf Instagram, da bin ich überall unter Helmis Farbexplosionen vertreten. Vielen Dank, viel Spaß und bleibt gesund.